Mein erster Kontakt mit dem HSV war 1993 im Teheran Azadi Stadion. Der hat damals unsere Nationalmannschaft gegen HSV gespielt. Und ich war als ein 15-Jähriger im Stadion und allererst Mal der HSV-Trikot und der HSV-Mannschaft gesehen. Wenn ich heute an die Medi-Rufe denke, dann Ich bekomme immer noch die Gänsehaut. Das war immer geile Stimmung im Stadion und eine geile Verbindung mit unseren Fans, mit HSV-Fans. Und ich kann nie vergessen. wenn ich heute die Bilder vom 4:4 gegen Juventus Turin sehe, dann Ich kann an viele so Bilder anschauen. Am besten war vielleicht mein Tor. Danach war das vielleicht ein schöner Moment nach 4:3, nach dem Niko Kovac-Tor. Und das Schlimmste war nach diesem Elfmeter. Das war sehr, sehr, sehr traurig. mein wichtigstes Tor für den HSV war Ich denke, Champions League Quali in Kopenhagen. Ich habe das erste Tor vorbereitet und das zweite Tor selber geschossen und wir haben 2:0 gewonnen. Dann Rückspiel 0:0 und dann haben wir qualifiziert. mein verrücktester Mitspieler aller Zeiten war Stick Dufting. mein unangenehmster Gegenspieler war Ich hätte so viele so Gegenspieler in der Bundesliga. Damals war Robert Kovac damals so. Der war sehr, sehr heftig. der beste iranische Fußballer aller Zeiten ist Aus meiner Sicht Ali Karimi. Er war ein super Fußballer, super Technik und der hat alles. Beidfüßig, Kopfball stark. Ja, für mich ist der Beste. Wahid Haschimian ist für mich Er ist ein guter Freund, Hubschrauber und ein guter Mensch. wenn ich heute in den Iran reise und Fans treffe, dann Immer noch guter Kontakt. Ich habe jetzt seit 6 Jahren aufgehört mit Fußball, mit Nationalmannschaft, auch lange. Aber ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit unseren Fans, mit meinem Landsmann. die Sportart, die mir neben Fußball am liebsten gefällt, ist Handball. Ich habe 4 Jahre Handball gespielt. Ich war sogar der U14-Nationalmannschaft, Kapitän. Und mein Trainer sagte immer, du spielst Handball viel besser als Fußball. wenn ich heute Sergej Barbares treffe, mit dem ich 12.000 Minuten auf dem Platz zusammengespielt habe, dann Ich nehme ihn immer im Arm, weil es ein guter Freund war. Er war immer als ein erfahrener Spieler auf dem Platz und ja, wir erinnern immer an gute Zeit hier zusammen beim HSV. mein größter Erfolg mit der iranischen Nationalmannschaft war Zweimal zur Weltmeisterschaft qualifiziert, 98 und 2006. Ich habe sogar einmal getroffen gegen Amerika in der Nationalmannschaft, in Weltmeisterschaft. Und zweimal so in Asienmeisterschaft, dritter geworden, dritter Platz. Als ich beim letzten HSV-Spiel von meinen Mitspielern auf den Schultern getragen worden bin, habe ich Das war mein letztes Spiel gegen Alemannia Aachen 2007. Für mich war sehr dramatischer so Tag für mich. Eine Seite sollte ich von meinem Lieblingsverein verabschieden, aber auf der anderen Seite, das war eine geile Stimmung im Stadion mit HSV-Fans. Diese letzte Runde war unglaublich. Ich kann nicht vergessen diesen Moment. Und ja, auf dem Schulter wie große Spieler wie Kompany, Van der Vaart, Zorin und so. Das war ein geiler Moment. wenn ich eine Sache in meiner Karriere ändern könnte, würde ich Vielleicht hier mehr Gas geben und meinen Vertrag wieder so hier verlängern beim HSV. Ich wollte gerne hier bleiben, aber leider habe ich nicht geschafft. Bis Ende Karriere beim HSV. wenn ich kein Fußballer geworden wäre, dann
ohne Fußball bei mir war sehr schwierig, weil ich weiß nicht, ab 4, ab 5 immer Fußball gespielt. Aber ich war in der Schule aber auch richtig gut. Vielleicht andere Art so. Heute halte ich mich fit mit. Oh, ist auch eine gute Frage. Joggen ab und zu und wenn ich mit den Jungs trainiere, ich mache auch ab und zu mit. Und ja, so Jubiläumsspiel, so Artliga, so ja, wir versuchen so, aber nicht wie früher, aber so ein bisschen so viel zu halten. Hummel, Hummel. Mois, mois.